Wir sind Svenja und Basti und gemeinsam mit unserer Hündin Pepper reisen wir in unserem Campervan Groot seit 2,5 Jahren entlang der Panamericana. Fast 80.000 Kilometer haben wir zurückgelegt und heute ist von insgesamt knapp 1000 Tagen unterwegs unser allerletzter Tag in Südamerika. Für Wehmut und Abschiedsschmerz bleibt aber noch keine Zeit, denn wir wollen euch noch unbedingt unsere Highlights aus Buenos Aires zeigen. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Nana Stories. Wir sind schon unterwegs in den Straßen von Buenos Aires und nehmen euch heute einfach mal mit durch die Stadt. Wir haben einiges vor, aber wir starten erstmal mit dem klassischen Frühstück in Buenos Aires, und zwar Kaffee und einfach nur so ein kleines Stückle, würden wir sagen bei uns. Ja. Ein süßes Stückle. Und drückt uns die Daumen. Seit Tagen ist heute der erste Tag, an dem es regnen soll. Und es sieht verdammt danach aus. Aber vielleicht haben wir Glück und kommen ein bisschen trocken durch den Tag. Dafür sind die Temperaturen angenehmer. Ja, ist ganz schön schwül. Ja, aber nicht über 30 Grad, sondern eher 28 Grad. Entspannt. Kaffee gibt es erstmal von unserem Lieblingscafé direkt ums Eck. Diesen Stückchen holen wir jetzt. Und zum Chai und zum Kaffee gibt es ein Media Luna, ein Halbmond, was eigentlich nur ein richtig süßes Croissant ist. Und es gibt es hier an jeder Ecke. Es ist leider mega lecker. Schon echt gut. Sag mal von innen. Aber krass süß. Mm. Also so wie die Bäckerei gerade eben, also wenn man hier nach Panaderias sucht, bekommt man eigentlich eher so Bäckereien, wo es eben so süße Stückchen gibt und nicht wirklich Brot. Das ist ein bisschen anders hier in Buenos Aires. Aber es ist mega lecker und man muss aufpassen, dass... Darf da nicht zu viel von essen. Nee. Die sind auch verlockend günstig noch dazu. Also es ist wirklich so ein kleines Croissant durchsaugt mit so Zuckerwasser. Ja. Jetzt, so länger man drüber spricht, umso... Gesund gibt's wieder zu Hause. Das ist der letzte Tag, mein Gott. Also demnach gesehen ist Buenos Aires eigentlich meine Stadt. Unsere Unterkunft liegt übrigens in dem Stadtviertel Recoleta.
bekannt für seine pariserische Architektur. Und hin und wieder kann man das auch entdecken. Ja, Parisienne. Pariser Struktur, sag ich schon, Architektur. Hin und wieder blitzt es auch durch. Generell Buenos Aires soll sehr geprägt sein von europäischer Architektur. Also tendenziell kann man einfach alle Großstädte aus Europa zusammenwürfeln und bekommt dann Buenos Aires raus. Wir sitzen eigentlich hier im Park direkt vor einem Friedhof, einem sehr berühmten Friedhof, der überirdische Mausoleen hat und ja, sehr bekannt und berühmte Künstler und Politiker beheimatet und so. Könnte man sich angucken, wenn man keinen Hund hätte. Haben wir aber. Hier ist der Beweis. Hund. Und hier ist auch seit langem mal wieder so, dass sehr, sehr viele Menschen Hunde haben. Und es gibt auch diese Dogwalker, die mit 10 Hunden, eine Person mit 10 Hunden rumlaufen. Immer sehr faszinierend, dass das so gut geht. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, dass die Stadt nicht wirklich hundefreundlich ist. Man muss schon so einen Park suchen, wo man hin kann, und in Restaurants dürfen Hunde sowieso nicht mit rein. Aber ja, wir kommen schon zurecht. Wir hätten unseren Hund auch Kompromiss nennen können. Das da ist das Geräusch, was ihr im Hintergrund gerade gehört habt. Und zwar werden da gerade die Mülltonnen abgespritzt, was unter anderem ein Grund ist, warum man nicht im Sommer Buenos Aires besuchen sollte. Also zumindest nicht, wenn es über 30 Grad hat, weil der Müll wird hier draußen auf den Straßen gelagert und auch in der Sonne. Also es gab keinen Tag, wo es hier nicht wirklich nach Müll, Kacke und auch Urin gestunken hat. Also es war manchmal wirklich schon echt unerträglich, will ich nicht sagen, aber wirklich Gefühl. C'est Paris sans toi. Je prends mon mal en patience. Les jours passent sans toi. Je n'y peux rien, j'y pense. Et pourtant, les heures défilent une à une. Mais le temps, décidément, passe bien trop lentement. C'est Paris sans toi. Je compte chaque jour et je ne bougerai pas jusqu'à ton retour. Direkt in unserer Nachbarschaft ist die Floralis Generica. Ich kann den Namen einfach nicht richtig aussprechen. Das ist irgendwie ein Geschenk von einem argentinischen Architekten an die Stadt. Und die Blume geht morgens auf und abends wieder zu. Es soll, glaube ich, eine Tulpe sein und soll irgendwie so so eine Interpretation davon sein, dass Buenos Aires ja voll mit Blumen ist. Was auch irgendwie stimmt. Also es gibt sehr viele Bäume mit Blumen. Ja. Wir sind jetzt im Uber und fahren Richtung Stadtviertel La Boca. Das ist so 1,5 Stunden zu Fuß.
Wir fahren jetzt einmal mit einem Uber hin und hoffen, dass wir dann einfach später zu Fuß zurück können. Gucken wir mal, wie sich das Wetter so entwickelt. Wir sind jetzt im Viertel La Boca angekommen und hier befindet sich auch natürlich das Heiligtum überhaupt, das Stadion, La Bombonera. Und in diesem Fußballstadion, so heißt es, sollte jeder Mensch einmal gewesen sein. Das ganze Viertel ist in den Farben Gelb und Blau von La Boca und für mich war es ein Traum, einmal in meinem Leben in dieses Stadion zu gehen. Und tatsächlich hatte ich die Chance und war vorgestern im Stadion und konnte ein Spiel von La Boca sehen. Und dazu hatte ich die Möglichkeit, also von La Boca, von Boca Juniors, ich hatte die Möglichkeit bei La Doce zu stehen. Das sind die Ultras von Boca Juniors, quasi der 12. Mann. Und es war die krasseste Stimmung, die ich jemals in einem Stadion erlebt habe. Und ein paar Aufnahmen habe ich gemacht, die blenden wir gleich mal ein. Und ich kann nur sagen, ja, wer Fußball begeistert ist, ja, der muss einmal in diesem Stadion gewesen sein. Und das werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach für Nicht-Locals an Karten zu kommen. Da muss man irgendwie Kontakte haben und ja, die Leute sind Mitglied hier im Verein und bekommen ganz, ganz schwer nur Karten. Eigentlich ist jedes Spiel ausverkauft. Sie sind auch extrem teuer, die Karten. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir jemanden getroffen haben, mit dem ich da ins Stadion gehen konnte. Und es war echt mega besonders. Und jetzt laufen wir hier auch noch mal ein bisschen durchs Viertel und gucken uns das an einem Nicht-Spieltag an.
Leider hat es gerade echt richtig angefangen zu regnen und ich weiß auch nicht, wann es wieder aufhört. Eigentlich sind die Straßen hier sehr belebt, weil La Boca ist nicht nur die Heimat von den Boca Juniors, sondern auch die Heimat des Tangos. Und deswegen ja, ist eigentlich touristisch sehr viel los hier auf den Straßen normalerweise und man kann auch Tango-Tänzer beobachten. Ich habe jetzt nur eine Statue gefunden da oben. Ja, mal gucken, ob wir den Regen irgendwo aussitzen können und gleich nochmal raus können oder ob wir uns einen Schirm kaufen und durchziehen. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, sind natürlich nicht nur die Boca Juniors, sondern auch Diego Maradona und Lionel Messi sind hier all over the place. Natürlich in ganz Argentinien. Verehrt auf jeden Fall. Und natürlich in einem Viertel wie La Boca, wo Fußball das Wichtigste ist, sieht man auch überall Messi und Maradona Figuren. Es ist zwar erst 11, aber wir hatten ja nur so ein kleines süßes Frühstück und es regnet gerade so doll. Hier sind wir ein bisschen regengeschützt und holen uns jetzt ein klassisches, wie nennt man das? Sandwich mit Wurst. Ein Choripan. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Hat noch zu, war doch zu früh. Wir haben schon das ein oder andere Gespräch hier geführt, unter anderem im Uber, als ich vom Stadion zurückgefahren bin oder jetzt auch im Souvenirshop. Und eins kann man sagen, wenn man durch La Boca läuft und sich unterhält, man braucht Fußball-Know-how, weil das sind wirklich alles fußballverrückte Leute. Kennen sich mit dem deutschen Fußball aus, mit dem niederländischen Fußball, mit allen Weltmeisterschaften, haben alle Fakten parat. Das macht voll Spaß. Con perros son una cosa increíble. Sí, yo calculo que sí. Wir haben nochmal ein Uber genommen. Die Strecken sind hier nicht zu unterschätzen und sind jetzt in, ich weiß nicht wie das Viertel heißt, aber auf jeden Fall ist hier der San Telmo Market und hier gibt es was zu futtern. Das heißt das Viertel der San Telmo? Nee, das heißt jetzt San Telmo. Okay. Hunger. Hunger.
So, wir sind jetzt im San Telmo Market und hier gibt es richtig viele Essensstände. Unter anderem eins für Choripan, was so ein spezielles Sandwich hier für Buenos Aires oder für ganz Argentinien ist. Ist eigentlich Baguette mit Salat, Tomate, Zwiebeln, Soßen und einer geteilten Chorizo. Gucken, wie es schmeckt. Kommt nicht rein. Geil, ob man das hier so machen soll. Krasse Wurst. Wir haben das jetzt so schnell aufgegessen. Es war extrem lecker. Vor allen Dingen die beiden Soßen. Da ist einmal so eine scharfe Soße dabei. Eine so eine grüne Avocado-Mayo-Soße. Beides zusammen. Mega lecker. Sau gut geschmeckt. War richtig gut das drauf. Aber wir lassen es, glaube ich, bei einem. Oder? Den wir uns geteilt haben. Das reicht. Vielleicht müssen wir ja noch was anderes probieren. Leute, wir haben uns Sonne gewünscht. Jetzt haben wir Sonne gekriegt. Ja, also im Laufe des Tages auf dem Weg hierher kam jetzt auf einmal die Sonne raus und zwar nicht zu knapp. Und dadurch, dass es aber heute Morgen geregnet hat, spüren wir die doppelte Feuchtigkeitsfaust. Wir sind jetzt am Plaza de Mayo. Das ist quasi im Herzen von Buenos Aires. Am einen Ende haben wir die Casa Rosada, den Präsidentensitz. Und einmal das Denkmal zur Revolution. 1810 steht drauf. Ich habe mich noch nicht direkt informiert, aber es steht drauf. Und ich habe einen steifen Nacken, ich kann mich kaum mehr drehen. Und das einen Tag vor Abflug, sage ich euch. Wir bleiben jetzt hier erstmal ein bisschen im Schatten sitzen, ist auch gut für Peps. Und dann suchen wir uns einen Weg zurück in unser Viertel, weil in unserem Viertel gibt es auch noch mal was richtig Cooles zu sehen. Fabi hat eine Erfrischung gekriegt und wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung unser altes Viertel, da wo wir halt wohnen. Man muss schon sagen, Buenos Aires ist wahnsinnig schön. Sowohl die kleinen Cafés und Restaurants und Bars in La Boca, aber jetzt auch hier die Architektur. Es ist richtig, richtig schön. Heiß, aber schön. Uns erinnert das ein bisschen sogar auch an Budapest. Extrem schön. Also es macht richtig Spaß, hier durchzulaufen.
letzte Stop unserer Tour heute ist eine Bücherei, die es zu sehr großer Berühmtheit geschafft hat, weil sie in einem ehemaligen Theater drin ist. Also es ist wirklich eine ganz normale Bücherei zum Bücherkaufen, aber halt in einem Ambiente von einem richtig schönen Theater. Ich gehe da jetzt mal rein, weil Hunde sind drin nicht erlaubt. Peppi und Basti warten draußen und ich bin schon sehr gespannt. Die Fotos sehen sehr schön aus. Boah, sehen wir fertig aus. Ich bin richtig fertig. Krass. Oh, ist halt übel. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Oh. Ja? Ja. Hallöchen. Boah. Wir haben jetzt, glaube ich, so 4 Uhr am Nachmittag und sind jetzt zurück in der Wohnung. 11 Kilometer. Wow. Oh, das war nicht wenig. Peppi legt sich auch direkt. Wir können es nicht glauben, wir packen. Wir packen für den Flug nach Hause. Letzter Task. Nach dem langen Tag heute in der Stadt bleibt nur noch eins zu tun. Wir müssen unsere ganzen Sachen zusammenpacken, die wir dabei haben. Es sind irgendwie ganz schön viele. Und wir haben schon ein Taxi für morgen Mittag bestellt. Dann geht's zum Flughafen. Wir brauchen nämlich Übergröße. Ja, wir brauchen Übergröße wegen der Riesenbox von Peppi. Ja, das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Wir packen für zu Hause und nicht nur für einen kurzen Aufenthalt, sondern End of Pan American Highway. Es ist so verrückt. Wir haben einen kleinen Leitfaden für Peppi an ihre Box gepackt. Jeder weiß, dass ihr Name Pepper ist und dass man sie am besten in Ruhe lassen soll. Also ja, dass sie einfach, also wahrscheinlich, wenn ein Hund bellt oder wahrscheinlich vielleicht ängstlich ist, wenn sie allein gelassen wird, ist eher die Intention, mit ihr wahrscheinlich zu sprechen, vor ihr Ding dran zu gehen und das ist ja eigentlich das, was Peppi gar nicht mag. Deswegen ist das Beste, sie einfach zu ignorieren und das haben wir da drauf geschrieben. Das war's. Wir haben gepackt. Wir sitzen auf gepackten Taschen. Das ist so verrückt. In 15 Minuten Werden wir abgeholt. kommt unser Taxi und dann geht's zum Flughafen. Es ist alles angerichtet. Es ist alles angerichtet. Wir haben leider nicht so gutes Wetter. Es regnet in Strömen. Die Panamerikaner weint. Ja, es verabschiedet sich mit einem weinenden Auge. Wir hoffen, wir werden nicht allzu nass. Hier, du findest auch nass wäre nicht so geil. Peppi merkt auch schon, dass auf jeden Fall was im Gange ist. Ja. Und wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, das Chaos, wie wir nach Hause fliegen, ganz schön viel Chaos in letzter Zeit, was ich ankündige. Ja, Peppi meckert auch schon. Das bedeutet aber auch, das war's mit Vanlife. Vanlife ist jetzt erstmal vorbei. Ja. Crazy Gefühl.
Kann man gar nicht so viel mehr zu sagen. Nee. Ist ein wirklich komisches Gefühl. Wehmut, Freude, alles, was wir in den letzten Wochen durchlebt haben, durchleben wir auch heute nochmal. Jetzt, wo der ganze Stress vorbei ist mit dem Packen und haben wir alles organisiert. Ja. Trotzdem, der Kopf dreht sich immer weiter und auch immer wieder von vorne und kann es noch nicht so richtig realisieren. Wahrscheinlich, wenn wir zu Hause sind. Der Van ist aber schon auf See, Ja, der auf ist hoher schon See, der ist schon unterwegs. Zumindest keine Verspätung beim Ablegen des Ja. Schiffs. Das heißt, wir werden zwar den Van noch haben, aber erstmal haben wir natürlich sowieso mindestens mal 4 Wochen kein Van. Und dann schauen wir mal, wo wir unterkommen. Auf Und jeden was so Fall, passiert. for the moment, Van Life over. Und wir verabschieden uns von der Panamericana und für diese Woche von euch. Wir müssen gucken, ich bin schon ganz schön gestresst. Basti ist hier noch so völlig entspannt in 15 Minuten. Das werden sieht wir doch abgeholt. nur so aus. Ja, ich wollte eigentlich schon viel früher das Video hier beenden. Dann los. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und das Video nächste Woche, wie wir nach Hause kommen, nicht verpassen möchtet. Und ja. Es geht natürlich auch auf dem Kanal hier weiter. Neuland Stories bleibt euch trotzdem erhalten. Wie und in welcher Form werdet ihr dann sehen und wir auch. Ja. Aber das wird bestimmt cool, spannend, wir haben coole Ideen. Und jetzt das Support jetzt noch in die Kommentare und als Emoji der Woche. Gepackte Koffer. Gibt's das? Ja, ein Koffer gibt's Ja, einen Koffer. Dann einen Koffer, Ja. finde ich gut. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Danke. Danke. Nochmal Danke. Ende.